Rebecca, ehrlich gesagt dachte ich, das war's. Du bist ausgebrannt, nachdem du seit Wochen keine Highlights mehr abgeliefert hast. Ja, das Dumme ist nur, dass du leider den falschen Entwurf hast. Es ist nämlich so, ich habe mir schon mal Gedanken über ein mögliches Konzept für die folgende Kollektion gemacht. Und dazu gehört dieses Kleid. Ich muss das aber alles grundsätzlich nochmal überdenken. Ich will für das Finale genau das Modell Kate, sonst nichts. Ich habe hier aber ein viel passenderes. Rebecca, ich will das Kleid. Du hast es dir doch noch gar nicht richtig angesehen. Ja, hübsch. Wie alle deine Designs, aber mir fehlt der Wow-Faktor. Das hier, das hat das gewisse Etwas. Es passt nicht zum Rest der Kollektion. Genau um diesen Bruch geht es mir. Das ist LCL und es ist endlich mal wieder ein Brautkleid. Rebecca, dieser Entwurf, der wird deine Karriere retten. Ah, das muss in die Nähabteilung sofort. Das muss bis morgen fertig werden. Okay. Um die Details kümmerst du dich? Gut. Nur, dass der Entwurf leider nicht von mir ist. Das ist der Laufsteg. Rebeccas Models kommen von hier, meine von dort. Und hier ist eine Arena. Hier treffen die sich und es soll so eine Art Fight-Situation sein. Dein Stil gegen meinen. Ja, klingt doch gut. So mit Boxhandschuhen oder was? Ja, warum nicht? Wir könnten den Pfeilchen schminken. Cut. Ein bisschen Blut ins Gesicht. Was meinst du? Rebecca! Ja? Würde es dir vielleicht was ausmachen, dich inhaltlich ins Gespräch einzubringen? Ich meine, du bist an dieser ganzen Modenschau nicht ganz unbeteiligt. Ich habe an dieser Inszenierung mitgearbeitet. Soll ich jetzt jeden Satz, den Juri sagt, unterstreichen oder was? Okay. Damit mal eins klar ist. Ich habe die gesamte Modebranche 2 Wochen vor Beginn der eigentlichen Fashion Week hier einfliegen lassen. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich erwarte, dass morgen die Fachpresse begeistert ist und dass uns übermorgen die Einkäufer hier die Bude einrennen. Ansonsten könnte sich bei mir der Eindruck verfestigen, dass ich vielleicht doch die falschen Chefdesigner habe. Als kleine Inspiration. Was ist los? Nichts? Du protestierst nicht. Sagst überhaupt nichts. Hast Stress mit deinem Finalkleid? Nö, es läuft alles super. Dann bist du zufrieden. Wieso fragst du? Du machst den Eindruck, als wärst du gar nicht da. Du schwimmst wahrscheinlich noch in deinen Entwürfen. Nein. Mein Entwurf ist schon bereits in Produktion. Gut. Kate ist eine Freundin von mir und die macht gerade ihre Abschlussprüfung in Modedesign. Und naja, sie wird sich irre freuen, wenn du ihr ein Feedback zu ihrer Mappe geben könntest. Klar, kein Problem. Danke. Tapferes Mädchen. Wieso? Weil du der Kollegin nicht im Nacken sitzt und jeden Stich überprüft, den sie in deinem Meisterwerk macht. Das ist es doch, oder? Du hast mir gar nicht gesagt, dass es ein Brautkleid wird. Die Arbeit hat sich ganz schön erschöpft, oder? Aber ist es nicht ein tolles Gefühl, wenn man alles gegeben hat? Man fühlt sich ausgequetscht wie eine alte Zitrone, aber doch auch total erleichtert. Marlene,
Marlene, mein Entwurf, der war völlig daneben. Ja, der erste vielleicht, aber hey, für den zweiten hast du keine 3 Stunden gebraucht und Tanja war total aus dem Häuschen. Ich bin auch stolz auf dich. Du bist unglaublich. Und was ist, wenn du dich irrst? Wenn alles, was du in mir siehst, eine Lüge ist. Vielleicht kann ich gar nichts und schaffe es nur, andere Menschen zu täuschen. Wo kommt das denn auf einmal her? Damals, weißt du, als du noch gesungen hast, da hattest du da nie Angst, dass die Leute plötzlich denken könnten, dass das alles nur Show ist und dass sie dich mit anderen Augen sehen. Klar. Deshalb bin ich mit Stimmbandentzündung aufgetreten und habe meine Karriere ruiniert. Nur weil ich mein Publikum nicht enttäuschen wollte. Aber du bist doch anders als ich. Du bist viel sicherer und viel souveräner. Du kennst dich und du weißt ganz genau, wo deine Grenzen sind. Wenn ich? Dann hättest du niemals dieses Wunder von Kleid gezaubert. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich glaube, du brauchst echt ein bisschen Ruhe. Ja? Wo ist denn deine Jacke? Ich hol die schon. Morgen. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Ich habe schlecht geschlafen. Da muss mindestens der Autolackierer ran, bevor ich dich so in die Öffentlichkeit lasse. Also Rebecca kann an ihrem schlechtesten Tag gar nicht so verliebt aussehen wie du an deinem besten. Aber vielleicht solltest du es ja mal mit dem Autolackierer versuchen. Ja. Tanja meint übrigens, dass dein Finalkleid so ziemlich das Beste wäre, das LCL je präsentiert hat. Also, entspann dich und genieß die Show. Ich bin so stolz auf dich. Und ich komme danach auch gleich mit. Wohin? Na, zu LCL natürlich. Ich will mir unbedingt dein Kleid angucken. Das geht nicht. Warum? Heute Abend sehen's alle. Ach, du bist doch bestimmt nur so nervös, weil du denkst, es könnte nicht so gut ankommen. Aber das ist Blödsinn, das musst du nicht. Du, das liegt daran, weil das wird gerade noch genäht und... Ja, das ist doch egal, mein Gott. Auch wenn es noch gar nicht so ganz fertig ist. Aber ich bin so aufgeregt, bitte. Und neugierig. Morgen, Kim. Wie läuft's? Gut. Oh, danke, Prinzessin. Ich wusste doch, dass du mir hilfst. Was? Nein, ich habe nicht dich gemeint. Ich bin so gespannt. Marlene, ich muss dir noch was sagen. Klar, worum geht's? Um das Finalkleid, weißt du, es ist gestern total dumm gelaufen. Ich habe gerade das Kleid gesehen. Fantastisch, ganz toll. Ja, danke. Ja, also was ich dir sagen wollte, weißt du, du weißt ja, dass Tanja mich total unter Druck gesetzt hat. Und also der erste Entwurf ist ja bei ihr total durchgefallen. Also jedenfalls, als ich ihr den zweiten Entwurf zeigen wollte. Rebecca, das Kleid für das Finale ist jetzt fertiggestellt. Ich wollte es dir noch schnell präsentieren. Was ist das? Das
das Finalkleid. Das ist ein Entwurf von Kate. Ich weiß. Genau das wollte ich dir gerade sagen. Und? Wie findest du das? Die Mappe mit Kates Entwürfen lag auf meinem Schreibtisch. Und Tanja hat sich einfach den Entwurf geschnappt. Sie hat sich sofort in das Kleid verliebt. Ich habe noch versucht, sie umzustimmen. Ich habe ihr meinen Entwurf gezeigt, aber es war zu spät. Verstehst du? Und dann hast du einfach Kates Entwurf als deinen ausgegeben. Was hätte ich denn machen sollen? Na, ihr sagen, dass er nicht von dir ist. Nicht so laut. Okay. Du hattest Angst vor Tanjas Reaktion. Das kann ich verstehen. Du hast den richtigen Moment verpasst. Auch das kann passieren. Aber jetzt musst du ihr die Wahrheit sagen, Rebecca. Alles andere wäre doch geistiger Diebstahl. Das muss ich doch dir nicht sagen. Ich meine, was würdest du tun, wenn jemand einen deiner Entwürfe klaut und als sein ausgibt? Mann, Tanja bringt mich um. Die wirft mich hier raus und meine Karriere ist zu Ende. Falsch. Deine Karriere ist definitiv zu Ende, wenn du jetzt nicht die Notbremse ziehst. Mann, das ist das Finalkleid, Marlene. Und es gibt keinen Ersatz. Du weißt, wie hart ich gearbeitet habe. Nicht nur die letzten Wochen, auch davor, um überhaupt so weit zu kommen. Rebecca, du kannst das nicht machen. Ja, richtig. Ich wollte mir schon mal mein Büro anschauen. Als Chefdesignerin bekomme ich ja wohl ein eigenes. Wir haben unser kreatives Team erweitert mit Rebecca von Lahnstein, gerade frisch aus New York zurückgekommen. Einen großen Applaus für unsere wunderbare Designerin Rebecca von Lahnstein. Ich soll das Finalkleid jetzt für einen Transport einpacken. Oder gibt es noch Änderungswünsche? Nein.